Im Grunde geht es gar nicht darum, dass irgendwas einen gewissen Zustand hat. Es geht eigentlich nur darum, den Zustand immer wieder zu verändern. Und auch mit dem Auto. Das ist wichtig, dass das Auto dreckig ist und dass es dann wieder sauber wird. Das ist wichtig für das Auto. Wenn das immer blitzeblank wäre, das ist die Veränderung und Abnutzung. Wie bei uns auch. Wenn ich mich morgens wasche, dann kommen da ja auch die Risse rein. Wenn ich morgens ins Spiegel gucke und meine Mundwinkel aufgerissen sind, das ist genauso wie beim Wolfi auch. Der hat rostige Stellen, klar, ich auch. Und ich kümmere mich nicht um jede rostige Stelle, bei mir selber ja auch nicht. Ich weiß, wo es hakt, ich weiß, welche Stelle ich irgendwie jeden Tag eincremen könnte oder massieren könnte oder was auch immer. Ich weiß auch beim Wolfi, welche Stelle ich behandeln kann. Aber es gehört dazu, das ist halt auch ein bisschen Verfall einfach. Für mich ist die Welt so, wie ich die Welt sehe. Das ist ganz klar, das ist für jeden so. Und ich weiß, dass ich daran was ändern kann. Und wenn ich mit einem alten Auto durch die Stadt fahre und ich fahre halt 30 statt 50, dann regen die sich hinter mir auf. Aber dann weiß ich ja, ich kann das Tempo vorgeben. Das Auto hat 4 Gänge. Das war am Anfang ein bisschen schwierig, weil ich immer einen 5. Gang schalten wollte. Am besten gefällt mir die Uhr. Das ist mein absolutes Highlight, dass sie so viel Platz einnimmt. Dabei spielt Zeit für mich eigentlich gar keine große Rolle. Ich gucke eher drauf, weil mir die Uhr gefällt, als weil ich wissen will, wie viel Uhr es ist. 268.000 Kilometer, das ist ja auch immer eine Frage, die man kriegt. Wie viele Kilometer hat denn das Ding? Und ich habe keine Ahnung. Also so jetzt weiß ich es, weil ich drauf gucke, aber das ist mir irgendwie völlig egal. Mir ist auch egal, wie viel Liter da reingehen. Im Prinzip, als ich dann keinen Sprit mehr hatte, war es dann schon wichtig zu wissen, wie weit man damit fahren kann. Habe ich dann also auch gelernt. Und ich will von A nach B und dafür reicht das Auto. Und dass ich hinten drin schlafen kann, ist natürlich, ja, ist relativ, ob das jetzt ein Vorteil ist, weil so super bequem ist es natürlich nicht. Aber es funktioniert. Ich passe da rein. 1,70 Liegefläche in der Länge und in der Breite 1,20. Da geht schon was. Ja, dass ich da jetzt keine besonders tolle Konstruktion eingebaut habe und Schubladen und Pipapo, wo ich mein ganzes Zeug verstauen kann, liegt halt auch daran, dass ich einfach gar nicht so viel Zeug habe. Also wenn ich jetzt alles, was ich besitze, da reinpacken würde, dann könnte ich immer noch die Hälfte zuladen, weil ich einfach so wenig Sachen besitze. Und natürlich ist es ein Stück weit aus Überzeugung, genauso wie ich aus Überzeugung dieses alte Auto kaufe, aber es hat auch viel mit so Herzensgefühl zu tun. Oder ja, Herzensgefühl weiß ich gar nicht, Bauchgefühl vielleicht. Dass es einfach Dinge gibt, da fühle ich mich wohl mit. Und die können dann auch unbequem sein. Also das Auto ist nicht bequem, aber irgendwie fühle ich mich wohl. Das ist mega langsam, aber schnell genug. Ist mega laut, aber leise, wenn es die richtige Temperatur hat. Und so eine Genügsamkeit, ja. Und gleichzeitig, klar, es ist bescheuert, mit einem Auto durch die Gegend zu brettern. Besser wäre laufen oder Fahrrad fahren. Im Grunde ist das Auto mein Traumauto und das seit jetzt bald 14 Jahren. Damals war ich 18 und wollte unbedingt einen Pickup haben, weil ich viel Snowboard, Skateboard gefahren bin und mir vorgestellt habe, dass ich bald auch dann ganz viel surfen werde, wenn ich mit der Schule fertig bin. Und da sollte dann das ganze Action-Sport-Equipment hinten drauf. Und das hat dann aber nicht geklappt und das Einzige, was ich zum 18. Geburtstag bekommen habe, war eine Mini-Version von genau diesem Auto als Pickup von meinem Kumpel Moritz und eine riesige Holzlatte, also riesig ist relativ, aber eine 2 Meter lange Holzlatte
falls ich dann doch noch den richtigen Pickup bekomme, dass ich die dann da hinten schon mal drauflegen kann. Man könnte also sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung von Autos, fahre aber jetzt einen Oldtimer, der genauso alt ist wie ich. Ja, sonst ist es schwierig von dem Auto zu erzählen, weil ich wirklich, ja, das war ein Herzenskauf. Ich hatte halt einfach Bock auf ein Auto, was ästhetisch schön ist. Ich meine, ich finde das auch irgendwie Quatsch. Ich bin ja kein Kfz-Meister, also ich brauche gar nichts wissen über das Auto. Und wenn was kaputt geht, dann, ja, muss man sich's halt aneignen. Wobei hier geht nichts kaputt. Der fährt ja. Außer mal eine Glühbirne, die halt durchbrennt. Aber das findet man dann schon raus. So, das ist für mich ein Nutzgegenstand, eine Skulptur, das ist mein Zuhause, das ist so mein Zufluchtsort, das ist mein Denkraum. Das ist mit Abstand nicht alles, dieses Auto, aber es ist halt einfach viel. Und wenn einem ein Gegenstand so viel gibt, dann ist es auch okay, den zu behalten. Und dann ist auch okay, wenn der laut ist. Und in dem Fall auch okay, wenn der stinkt. Aber das ist halt der Grat, den man wandern muss. Wenn ich alles perfekt machen könnte, ja, wird doch gar keinen Bock machen. Da würde ich natürlich nichts machen. Und ich denke, ja, seitdem ich das Auto habe, denke ich darüber nach, dass ich es eigentlich auch nicht haben könnte. Aber mittlerweile ist es irgendwie ein Teil von mir geworden und die Sicherheit zu haben, dass ich nicht, ich meine, so hart kommt es ja nicht, aber wenn es dann doch so hart kommt und mich mal kein Freund aufnimmt oder ich mal nicht irgendwo eine Residency habe oder einfach keinen Unterschlupf habe, dann bin ich einfach froh zu wissen, dass ich mein kleines Schneckenhaus habe, wo ich mich hinten reinkriechen kann. Und auch wegzukommen, einfach zu wissen, dass ich von überall wieder wegkommen kann. Vielleicht will ich irgendwann an einem Ort bleiben, aber gerade bin ich froh, wenn ich von den Orten auch wieder wegkomme. Und da ist das Auto, ja, einfach genial. Und die Sachen immer dabei zu haben, das hat schon was. Ich habe nie das Gefühl, dass ich irgendwo festgenagelt bin. Dann denke ich nicht daran, dass mein Bett in Berlin steht oder ich einen Kleiderschrank in Frankfurt habe oder so. Ich bin nur da, wo ich wirklich bin. Da ist das Auto natürlich unentscheidend, aber es ist, es ist quasi die Luxusvariante von dem Leben, was ich führen will. Wenn es jetzt noch fliegen könnte, das wäre natürlich Hammer.